In diesem Video werdet ihr Zeuge, wie wir quasi in unserer Prüfungsfahrt doch glatt jemanden die Vorfahrt nehmen. Und das auch leider nicht nur einmal. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Es kommt dann sogar so weit, dass so ein OP uns dann sogar die Vorfahrt nimmt. Unglaublich. Und wenn ihr wirklich was lernen wollt, sodass ihr was für eure Fahrstunden mitnehmen könnt, habe ich super viele interessante Sachen, die voll oft von Schülern falsch gemacht werden. Wie zum Beispiel hier das mehrspurige Abbiegen, wo ich auch komplett drauf eingehen werde. Oder wie ihr euch richtig an Ampelkreuzung verhalten müsst. Das Stoppschild- und Reißverschlussverfahren ist wieder mal dabei, was ich selbstverständlich auch ausführlich erklären werde. Und die Grundfahraufgaben sind dieses Mal das Längstparken an der Straße, wie immer. Und ganz am Ende des Videos fährt der Schüler noch einmal rückwärts um die Ecke. Keine Angst, meine Lieben, ich gehe auf alles haargenau ein und werde jedes Detail relativ akribisch erklären. Außerdem gebe ich euch hier und da mal super wichtige Tipps für eure Prüfungsfahrt, die ich an eurer Stelle auf gar keinen Fall verpassen würde. So, genug gelabert, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und lasst ein Like da. Was geht ab, ihr Lieben? Da sind wir wieder mit einer neuen Prüfungssimulation. Die Prüfungsfahrt bzw. das Video wird, glaube ich, dieses Mal echt aufschlussreich für euch sein. Weil man muss schon sagen, es sind viele Sachen passiert, die häufig von Schülern falsch gemacht werden. Also ist das doch eine super Chance, dass wir uns diese Fehler angucken. Ich erkläre euch genau, was abgeht. Und dann könnt ihr in der Prüfungsfahrt wegen diesem Fehler auf gar keinen Fall mehr durchfallen. Der Schüler, muss man sagen, ist echt ein super Autofahrer und ich mache mir da auch gar keine Gedanken. Ich meine, das war irgendwie die vorletzte Prüfungssimulation vor seiner echten Prüfungsfahrt. Und Leute, ganz wichtig ist hier, ich sage das immer und immer wieder den Fahrschülern, sobald ihr einen Termin für eure praktische Prüfung habt, nehmt das wirklich früh genug ernst. Also fangt ihr am besten circa 2 Wochen vorher damit an, haargenau so zu fahren wie in der Prüfungsfahrt. So, und dann stellt ihr in diesen 2 Wochen sicher, dass die Prüfungssimulationen im besten Fall dann so aussehen, dass man eine Prüfung bestehen würde. Weil andernfalls ist man meiner Meinung nach leider nicht bereit für eine Prüfungsfahrt. Freunde, denkt da doch mal mit klarem Verstand drüber nach. Wie soll man dann eine Prüfungsfahrt bestehen, wenn man vorher quasi die Simulation nicht mal bestehen kann? Hä? Die echte Prüfungsfahrt mit dem Prüfer hinten drin ist doch 100-mal schwieriger als so eine lächerliche Prüfungssimulation mit eurem Fahrlehrer. Also solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, Prüfungssimulationen vorher zu bestehen. Und das im besten Fall natürlich nicht nur einmal. Bitte versteht mich hier nicht falsch, ich will euch natürlich auch keine Angst machen. Und eine Prüfungsfahrt muss natürlich niemals perfekt sein und man macht oder man kann auch immer Fehler machen, ist gar kein Problem. Nur ihr müsst halt darauf achten, dass ihr diese krassen Fehler, wo man halt sofort durchfallen würde, dass man die halt eben nicht macht. So, seht ihr, und das ist genau auch der Grund, warum ich dieses Selbstgespräche führen beim Fahren auch direkt schon bei den Fahrstunden immer mitmachen würde. Weil nur so stellt ihr sicher, dass man sich 100.000%ig nur aufs Fahren konzentriert. Für alle die unter euch, die das Selbstgespräche führen beim Fahren nicht kennen oder nicht wissen, wovon ich rede, hier in diesem Video erkläre ich es relativ ausführlich. Ich würde daher super gerne jetzt drauf eingehen, aber das würde die Zeit des Videos leider sprengen. Ich kann euch aber nur dazu raten, falls ihr das nicht kennt, guckt euch das Video an, weil das Reden ist wirklich der Gamechanger. Und das ist mein voller Ernst. Weil das soll auch gar kein Clickbaiting für das Video oder so sein, das ist mir egal, wie viele Klicks das Video bekommt, aber das ist wirklich, wirklich krass. Weil die Leute oder die Schüler, die das wirklich von vorne bis hinten komplett verstehen und es wirklich auch bei den Fahrstunden durchziehen, die sagen dann alle am Ende der Ausbildung, ey, das ist so heftig, das hat mir das Leben gerettet. Und da muss man zu sagen, speziell wenn ihr Probleme mit Nervosität und Aufregung habt, also oder Prüfungsangst, oder falls ihr Probleme mit der Konzentration habt. Aber man hat teilweise das Gefühl, dass die TikTok-Generation sich quasi 3 Sekunden auf eine Sache konzentrieren kann. Aber was ja das Heftigste ist, und das ist so ein kleiner Geheimtipp, also mal unter uns, mit dem Reden kann man eine Menge Fahrstunden und somit Geld sparen. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Also entscheidet doch einfach am besten selber, ob ihr die halbe Stunde in das Video investieren wollt. No, what are you waiting for? Do it!
mal erster als Fahrt wieder was. So, hier haben wir jetzt gleich die erste Situation, wo der uns erstmal ganz stumpf die Vorfahrt nimmt. Und wie ihr sehen könnt, steht er mal eben ganz stumpf im Gegenverkehr. Ist natürlich kein Fehler von uns, beziehungsweise von dem Schüler, aber das ist ein super schönes Beispiel, wie ich finde, weil Schüler diesen Fehler sehr häufig auch begehen, dass sie im Gegenverkehr waren. Also achtet bitte hier darauf, man wartet niemals im Gegenverkehr, sondern immer in seinem Fahrstreifen. Weil den Grund dafür haben wir gerade selbst gesehen. Fahr mal links wieder. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil ihr habt hier überall rechts vor links und die Hindernisse hier überall machen euch das Leben natürlich auch nicht gerade einfach. Rechts wieder, rechts wieder. Die rechts vor links hier ist super eklig, weil die mega eng ist. Besser hätte ich das wahrscheinlich auch nicht hinbekommen. Und mein Vater, man kann ihm ja, wobei man kann ihm gar nicht vieles vorwerfen. Ich muss anders anfangen. Mein Vater hat wirklich Humor, das muss man ihm, also das jetzt... Verstehst du nicht, dass das nicht möglich ist? Ich Klugscheißer, ey. Verstehst du, dass das nicht möglich ist? Manchmal würde ich mir am liebsten selbst in den treten. Aber siehe da, er hat mich direkt eines Besseren belehrt. Hier bist du. Was willst du da? Schade. Weil guck mal, ist aber Schade, ganz meint er. Weil guck mal, weil das ist ein bisschen komisch hier, weil das ist saukomisch. Eigentlich ist das gar nicht so komisch, weil ihr habt hier Vorfahrtgewähren für die Radfahrer. Und wie man super sehen kann, ist die rechte Seite hier nicht das Problem. Nur dieses komische Eckhaus hier versperrt die Sicht auf die eventuell von links kommenden Radfahrer. Aber man fährt dann hier so und hier sieht man eigentlich, aber man guckt nicht nach da. Weißt du, und Genau, wenn dann ein Fahrrad kommt, dann habt ihr keine Chance und die Prüfung ist direkt zu Ende. Und denkt hier ein bisschen daran, selbst wenn da kein Radfahrer kommt, sieht der Prüfer natürlich, dass man dort nicht hingeschaut hat. Und da wir alle genau wissen, dass da jederzeit einer kommen könnte, wäre das nicht gut. Also passt hier auf, weil das ist auf jeden Fall ein Fehler, wo man super schnell durchfallen kann. Vor allen Dingen reicht das ja, wenn man wirklich nur bum bum. Okay. Weißt du? Einmal zack. Ja. So, und dann muss man... Hier die nächste Situation ist super interessant, weil da wirklich original vor 2 Wochen noch jemand genau an derselben Stelle, genau mit demselben Fehler durchgefallen ist. Also mein Schüler jetzt macht zum Glück nicht denselben Fehler, aber ich zeige euch die Gefahr. So, hier haben wir jetzt den Bahnübergang und vorne dieser weiße Bulli, der wartet. Erstmal super wichtig, ihr dürft niemals auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen, also warten. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob hinter diesem weißen Auto noch genug Platz ist, dann geht bitte niemals, nein, nie nicht dieses Risiko ein. Und ihr wartet einfach genau da, bis er weg ist. Weil sonst kann auch hier die Prüfung super schnell zu Ende sein, so wie das bei meinem Schüler der Fall war. Aber der Schüler hier hat es perfekt vorgemacht, wie es richtig aussehen muss. Rechts. Nur hätte ich ihn mal nicht zu früh gelobt, denn hier wäre er jetzt wirklich lang und dreckig durchgefallen. Jo, wir sind ihm wirklich direkt vor die Nase gefahren. Ja.
weil der, weißt du, da ist man halt ne, vor seine Nase. Dann glaubt mir das, dieses Problem haben super viele Aber Fahrschüler. das ist das, was ich sage. Und da kommen wir mit, direkt zu unserem nächsten man Punkt, was ich fährt, gerade versuche, dem man Schüler guckt zu erklären. wohl, aber man kann, glaube ich, nicht mehr anhalten, wenn dann einer kommt. Und ihr habt das ja wahrscheinlich gerade mitbekommen. Das Problem ist genau, dass wenn Schüler irgendwo rausfahren, dass sie dann zwar wohl schauen, aber man kann dann nicht mehr rechtzeitig anhalten, falls dort jemand kommt. Und was dann das Ergebnis davon ist, haben wir gerade gesehen. Also seht zu, dass ihr mit der richtigen Geschwindigkeit ranfahrt, sodass man auch noch anhalten kann. Man sieht erst den Fehler, wenn jemand kommt. Wenn keiner kommt, dann weiß man gar nicht den Fehler. Weißt du, dann merkt man gar nicht, dass was falsch gemacht wurde. Deswegen ist das ein bisschen schwer. Ja. So, und dann Ampel gleich rechts wieder. Und dann fahr mal an der zweiten Ampel danach links. Also an der großen Kreuzung. Links, ja? Genau. Falls der Prüfer euch in der Prüfung so eine Doppelansage macht wie in diesem Fall, dann nehmt ihr im besten Fall immer die Spur, wo der Prüfer als zweites hin will. Also in unserem Fall wäre es dann der linke Fahrstreifen. Wenn ich die Ansage bekomme, dass ich als zweites wieder nach rechts abbiegen muss, nehme ich in diesem Fall den rechten Fahrstreifen. Merkt euch hier, man bekommt eigentlich immer nur eine Doppelansage, wenn man danach zwei Fahrstreifen zur Wahl hat. Große Kreuzung links. So, natürlich ist er ein Fuchs und er nimmt den linken Fahrstreifen. Bedenkt aber hier, es wäre auch kein Fehler, wenn ich den rechten Fahrstreifen benutzen würde. Nur ich sag mal so, macht euch das Leben nicht unnötig kompliziert. So, hier haben wir jetzt gleich eine sehr interessante Stelle, weil schaut euch das mal an, ihr habt hier nur so einen ganz kleinen Bereich, wo man den Fahrstreifen wechseln darf. Aber ich zeige euch das mal aus der Vogelperspektive. Hier die durchgezogenen Linien dürft ihr auf gar keinen Fall überfahren. Und der Bahnübergang ist für euch auch tabu. Also bleibt euch nur die Möglichkeit, hier rüber zu fahren. Oder nach dem Bahnübergang. Ich kann euch aber nur wärmstens ans Herz legen, versucht immer vorne reinzufahren. Hat er gut hinbekommen, aber achtet darauf, dass ihr den Schulterblick nicht zu spät macht. Also es war gut reingefahren, aber der Schulterblick natürlich war Genau, weil man muss immer so ein bisschen bedenken, Schulterblicke besser spät als nie, aber dann ist das so, als wenn man das nicht gemacht hat, weißt du, wenn man das spät macht. Kein Schulterblick. Ja, was heißt, ich rede über den mit dem nicht. Stimmt. Obwohl Vielleicht habt ihr das jetzt gerade mitbekommen. Der Schüler hat hier gerade beim Abbiegen Schulterblick vergessen, aber das war gar nicht so das Interessante daran, sondern vielmehr, dass er zu mir meinte, dass er nicht mehr mit sich selber redet. Und das ist für euch super interessant, weil dieser Schüler hier macht das eigentlich immer, dass er Selbstgespräche beim Autofahren führt. Und jetzt merkt er gerade selbst, wie unkonzentriert er wird, wenn er nicht mit sich selbst beim Autofahren redet. Und ihr seht selbst, dass sich dann immer mehr Fehler einschleichen. Weil dann ist so, also bei mir war das so, sobald ich aufgehört habe mit Reden, da war wieder mein Kopf so. Ja. Weißt du? Deswegen habe ich versucht gar nicht aufzuhören, sondern zu gucken, okay, Ampel, ich fahre geradeaus, muss ich niemanden achten, Fahrrad kommt, aber Interesse, weißt du? Hauptsache reden. Wow. Und fahr mal an der Ampel gleich links. Genau.
Für den Fall, dass ihr gerade nichts zu tun habt, weil das Video jetzt gerade nicht allzu spannend ist, nimm dir doch bitte kurz die Zeit und lass einen Daumen nach oben da oder schreib einen ganz, ganz klitzekleinen Kommentar. Weil das für dich nur ein klitzekleiner Aufwand bedeutet, für mich aber super viel. Vielen, vielen Dank, wenn ihr mich unterstützt. So, dann fahren wir die erste Ausfahrt wieder raus. So, und dann muss man gleich bei der Ampel wieder links. So, an dieser Kreuzung haben wir jetzt das sogenannte mehrspurige Abbiegen. Wir haben hier diesen Spurverlauf und außerdem dürft ihr hier frei wählen, welchen Fahrstreifen ihr benutzen wollt. Er entscheidet sich für den linken Fahrstreifen. So, wir schauen uns die ganze Sache mal eben genauer an und vor allem, worauf ihr achten müsst. Wie ihr seht, habt ihr hier in der Kurve Linien. Diese Linien sorgen in der Regel dafür, dass das Abbiegen für euch wesentlich leichter ist. Aber Achtung, diese Linien sind nicht in jeder Kreuzung vorhanden, so wie in unserer Kreuzung, die wir hier vorfinden werden. Warum diese Linien so wichtig sind, werden wir aber gleich sehen. Noch haben wir diesen LKW neben uns, der aber geradeaus weiterfährt. So, und hier könnt ihr das jetzt wunderschön sehen. Wir haben hier einmal den linken und den rechten Fahrstreifen. So, und hier hat der Fahrschüler jetzt die Qual der Wahl. Und wie ihr sehen konntet, war das leider die falsche Entscheidung. Aber fahr mal weiter. Also versuch dich weiter zu konzentrieren. Ich versuche ihm hier zu erklären, dass er ganz wichtig sich unbedingt weiter konzentrieren muss und nicht an den Fehler denken darf. Weil ihr seht hier direkt, schwuppdiwupps passiert dann der nächste Fehler und man ist wieder unkonzentriert. Zum Glück hat er es aber selber sofort gemerkt und direkt korrigiert. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist denn er da überhaupt durchgefallen bei der Kurve? Weil es gerade so viel passiert, hatte noch keine Zeit, das zu erklären. So, bei diesem mehrspurigen Abbiegen ist auf jeden Fall wichtig, ihr müsst unbedingt auf der Spur ankommen, auf der ihr startet. So, und da wir in dem linken Fahrstreifen gestartet sind, hätten wir da auch unbedingt ankommen müssen. Weil der Prüfer, der würde wahrscheinlich hier fragen, wieso fahren Sie denn so langsam? Achtet darauf, wenn ihr 100 km/h außerorts fahren dürft, seid nicht zu langsam. Also wenn ihr hier ohne Grund 70 fahrt, wäre es dem Prüfer mit Sicherheit zu langsam. Die Kurven sind so klein, dass man die alle wohl mit 100 fahren könnte. So, und dann muss man an der nächsten Ampel wieder rechts. Genau. So, achtet da mal drauf, was wir hier jetzt gleich für eine Schildkombi haben.
Wem das ein bisschen zu schnell ging, es war auf jeden Fall dieses hier. Ich gehe auf dieses Thema ein, weil das sehr, sehr häufig von Schülern nicht verstanden und falsch gemacht wird. Wir müssen jetzt gleich rechts abbiegen und achtet mal anschließend darauf, wir haben keine Geschwindigkeitsschilder rechts am Fahrbahnrand. Naja, außer das Mindestgeschwindigkeit, aber das zählt nicht. Nur die meisten Schüler haben dann hier Probleme zu erkennen, wie schnell man fahren darf, wenn dort keine Schilder vorhanden sind. So, und hierzu muss man dann sagen, wenn ihr Geschwindigkeitsschilder habt und hierzu dann irgendein Gefahrzeichen, dann bezieht sich die Geschwindigkeit immer nur auf die Gefahr. So, das heißt dann also im Umkehrschluss, ihr müsst selber schauen, wann und wo die Gefahr zu Ende ist. Und das Wichtigste natürlich, ihr müsst auch wissen, wie schnell ihr fahren dürft, auch wenn dort kein Schild vorhanden ist. So, aber wir haben jetzt nochmal ein Beispiel voraus, also könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Hier haben wir jetzt gleich dasselbe Schild, 70 mit Achtung Ampel. So, dann kommt jetzt natürlich die Ampelkreuzung. So, wenn ich an der Ampel vorbei bin, hebt sich das 70 dann automatisch wieder auf. So, nur jetzt weiß ich immer noch nicht, wie schnell ich fahren darf. Aber das kann ich euch verraten, denn je nachdem, ob ihr wieder innerorts oder außerorts seid, ist dort 50 oder 100, wie immer. Ich muss auch echt zugeben, manchmal ist das super schwer zu erkennen, wann eine Gefahr vorüber ist. Ich meine, bei einem Achtung Ampelschild ist das gar kein Thema, aber wenn ich so irgendwie ein Schild habe mit Achtung Baustelle und 30 oder sowas. Da muss man dann echt schon sagen, da ist das gar nicht so einfach zu erkennen, wann die Baustelle dann genau zu Ende ist oder nicht. Also achtet da beim Fahren in Zukunft genau drauf, ob da das Geschwindigkeitsschild alleine vorhanden ist oder ob ihr dazu noch ein Gefahrzeichen habt. Dann muss man bei der Ampel wieder rechts gleich. Auf dieser Straße muss man auch sagen, ihr seht das da rechts, ihr habt da auch noch ein Zeichen für Kraftfahrstraße, dieses blaue mit dem Auto drin. Daran könnt ihr natürlich auch erkennen, dass ihr dort 100 km/h fahren dürft. Nur das habt ihr natürlich nicht immer und überall, also müsst ihr das auch ohne diesem Schild erkennen können.
links. Hier kriegt er quasi einen Respektpunkt von mir, weil die rechts vor links wird häufig übersehen. Und dann rechts wieder. Und fahr mal links wieder. So, und dann park mal eben hier weißes Auto. Hier, genau so. Ich wollte erst bei dem Audi, aber... Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, hier soll der Schüler jetzt rückwärts einparken. So, und ich habe da letztes Video schon drüber gesprochen, vielleicht habt ihr das gesehen oder gehört. Im Normalfall, wenn der Prüfer mit euch am Bordstein parkt, sucht er euch so einen Parkplatz raus, dass ihr auf gar keinen Fall in einer Lücke parken müsst. Also wo nur ein Auto dazwischen passt. Und darauf habe ich dann 237 Kommentare bekommen, dass das ja wohl nicht so sein würde. Und hierzu muss ich sagen, ich kann natürlich nur berichten, was bei mir im Prüfgebiet los ist. Also könnte das natürlich wohl öfters mal sein, dass da irgendwelche Prüfer in Deutschland davon mal abweichen. Was dann gar kein Problem ist, weil euer Fahrlehrer weiß dann ja Bescheid und dann trainiert ihr das einfach. Wobei man auch erwähnen muss, ihr könnt euch ja selber mal ein Bild machen. Ich bin jetzt ungefähr 10 Jahre Fahrlehrer circa. Und mein Prüfgebiet befindet sich natürlich hier in Nordhorn. Aber ich habe am Anfang meiner Ausbildung auch 2 Jahre in Köln gearbeitet. Und dazu muss man sagen, dass in dieser kompletten Zeit nicht ein Prüfer in einer Lücke geparkt hat. Wobei sich das natürlich nur auf Längsparken an der Straße bezieht und nicht das Querparken. Da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil ich wie gesagt ein paar Kommentare bekommen habe. Und für alle die das letzte Video nicht gesehen haben, zeige ich euch nochmal eben schnell, wie das mit dem Parken genau funktioniert. Also merkt euch hier, der Prüfer sucht sich immer ein anderes Auto zum Parken aus. Also müsst ihr das nicht entscheiden, sondern der Prüfer regelt das. Also ist euer Parkplatz immer direkt hinter dem Auto, welches er auswählt. Und was hierbei übrigens ganz gut ist, der Prüfer würde euch nicht in einer Lücke parken lassen, also zwischen 2 Autos. Glaubt mir, das macht das ganze Parken so viel leichter, das ist unglaublich. So, als nächstes, man bleibt immer neben dem Auto stehen und parkt dort hinter rückwärts ein. Weil wichtig, am Bordstein wird nur rückwärts geparkt, niemals vorwärts. Dann ist noch wichtig, ihr dürft beim Parken immer 2 bis 3 Korrekturzüge machen. Falls ihr nicht genau wisst, was das sein soll, dann sagt Bescheid. Als nächstes gucken wir uns mal eben an, wie muss das Auto am Ende in der richtigen Parkposition stehen. Merkt euch hier, ihr dürft maximal 30 cm vom Bordstein rechts entfernt stehen. Als nächstes achtet darauf, dass euer Auto relativ gerade zum Bordstein steht. Dann merkt euch, da ihr ja hinter dem Auto parken müsst, dürft ihr nicht zu weit weg von dem Auto stehen. Achtet aber hier drauf, dass man es nicht übertreibt und zu nah an ihm dran steht, dass man ihn quasi zuparken würde. Ja, bin fertig. Okay. Ja, da musst du nichts machen, ne? Okay, Unbedingt. okay. Also absichern und so muss man da nicht. Ja, okay. Ja, das reicht. Ich kann auch hier bremsen, sagen fertig und Okay. dann sagt er dir. Okay. Fahr mal weiter. Und weiter geht's, hat er auf jeden Fall super Parken hinbekommen. ist fertig. Ja, okay. So, dann am Ende gleich wieder rechts. So, und dann wieder rechts.
hast du gemerkt, dass du hier nicht stoppst? It was at this moment that he knew he fucked up. Und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber... Ja, pass auf. Du bist hier durchgefallen, weil du hast hier ein Stoppschild Ja. und du bist nicht angehalten. Aber oh ja, das Linie habe ich gar nicht. Ja, der Schüler hat jetzt Ja, gerade pass auf, bemerkt, das ist dass gut, dort aber eine du Linie wärst vorhanden auch ist. durchgefallen, Man wenn muss du auch die dazu Linie sagen, nicht dass die gesehen Linie hättest. jetzt Aber nicht weißt du, was mehr du so nicht gemerkt super hast? 100% sichtbar Du ist, aber die kommst kann man so auf jeden Fall hier sehen. hin, So, aber ich versuche ihn gerade zu dann erklären, dass bremst das du nicht hier nur das normal, Problem musst du war, hier sondern stehen. auch das Problem, weil er Und du nicht bist dann schon bis ganz hier gefahren 100% und dann gestanden warst du hat. aber so, Manche mögen mich da vielleicht pingelig so, nennen. Ihr könnt auch nochmal gerne und dann wolltest du zurückspulen und gucken, ob er wirklich Also man angehalten stand ist. nicht Aber ich kann euch nur richtig, sagen, die Prüfer legen da echt viel Wert drauf, dass das Auto ganz steht. So, fahr weiter ruhig. Man muss nur aufpassen, dass man richtig einmal steht. So, aber denkt ein bisschen daran, wenn ihr ein Stoppschild habt, müsst ihr entweder an der Halte- oder an der Sichtlinie anhalten. Drüber nach. A, das Auto muss natürlich zu 100% stehen. Bleibt am besten einfach 3 Sekunden stehen, um sicher zu gehen, dass man auch wirklich stand. Und denkt daran, ihr müsst hier immer stehen bleiben, unabhängig davon, ob jemand kommt oder nicht. Und bei manchen Schülern sagst du so, ey, du bist nicht angehalten, Alter. Und er so, hey, wieso? Da kam doch keiner. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber da muss man leider sagen, dann sagt der Prüfer sorry, aber da sieht man, dass das eine Linie ist. Weil ich kann dir sagen, es gibt noch schlechtere Linien, die man noch schlechter sehen kann und da fahr mal Ampel links wieder. Links. Schwenker. Kein Schulterblick. Aber man muss auch wirklich sagen, ne? Fahr mal weiter. So, achtet gleich mal hier drauf. Hier auf der rechten Seite haben wir folgendes Verkehrszeichen. Dieses Zeichen zeigt euch an, dass gleich das Reißverschlussverfahren angewandt werden muss. Sehr langsam. Hier muss man auch beobachten. Also Und hier erkläre ich auch dann dem Schüler, dass er vergessen hat, abzusichern. Nur was habt ihr hier genau zu beachten? Wenn ihr bei dem Reißverschlussverfahren auf der durchgängigen Fahrbahn unterwegs seid, in unserem Fall rechts, müsst ihr zum Ende hin gut beobachten, dass da keiner mehr von hinten kommt, der euch auf den letzten Drücker noch überholt. Also müsst ihr da vernünftig die Spiegel beobachten und zum Ende hin, wenn der linke Fahrstreifen endet, einen Schulterblick machen. Dies macht ihr aber eigentlich nur zum Absichern. Als aufmerksamer Autofahrer würde man die Autos natürlich schon im Vorfeld sehen und nicht auf den letzten Drücker. Also denkt hier immer dran, immer abzusichern, weil sonst kriegt der Prüfer die Krise. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, das ist so eine der Sachen, die ich den Schülern auch relativ häufig erklären muss. Ja, was heißt erklären muss? Ich glaube, die denken da einfach nicht dran oder sehen es nicht oder keine Ahnung. Oder beides oder wie immer die Konzentration. Also denkt an das Reden, weil wenn man sowas mitredet, mit sich selber mitredet, dann vergisst man sowas auch nicht. Hier machen wir jetzt einen kleinen Cut und springen zu einer anderen Stelle. so, und dann am Ende wieder rechts. Also nicht hier, sondern am Ende. So, hier wäre der Schüler relativ eindeutig durchgefallen. What? Bro, what are you talking about, man? Leider nicht. Leider geht das nicht. Okay. Das heißt, ich muss jetzt immer noch warten. Nur ich glaube, durch die Kameraeinstellung konnte man gar nicht richtig sehen, was genau abging. Deswegen versuche ich mal eben die Kameraeinstellung zu ändern und es euch zu zeigen.
So, hier fahren wir an die Straße heran und wie ihr sehen könnt, haben wir hier 2 Fahrstreifen. Und der Schüler dachte sich, wenn der rechte Fahrstreifen frei ist, dann kann ich doch rausfahren. Und das denken sich wirklich viele. Nur leider denkt man da ein bisschen falsch, weil die Fahrzeuge, die sich im linken Fahrstreifen befinden, könnten doch theoretisch jederzeit einen Spurwechsel machen. Und somit wird man denen auch die Vorfahrt nehmen. Merkt euch einfach, die von links kommen, denen gehören beide Spuren. Und ihr seht es hier, auch wenn es sehr verlockend ist, loszufahren, müsst ihr hier wirklich warten, bis alles frei ist. Eigentlich muss man sagen, ist es eher ein Geschenk, dass ihr so lange warten dürft. Weil denkt da doch mal drüber nach. A, im Stand passiert euch nichts und B, umso mehr Prüfungszeit geht drauf. Und glaubt mir, dass diesen Fehler machen verdammt viele Schüler falsch. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich würde es glaube ich auch falsch machen, muss ich zugeben. Obwohl ich sagen muss, wenn ich privat Auto fahre, bin ich da sehr vorsichtig und warte dort meistens auch, bis alle weg sind. Weil das Risiko gehe ich nicht ein, dass mir dann jemand in die Karre fährt. Hier sieht man jetzt wieder schön, er denkt mit Sicherheit über seinen Fehler nach und ja, fährt jetzt zu schnell und merkt es nicht und wäre durchgefallen. Boah, hier wärst du durchgefallen. Ja. Du guckst zu wenig aufs Tacho. Ja. Also man fährt zu lange, weißt du? Achso, und bevor ich es vergesse, das Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, mit, dass ihr das als Geschenk nehmen könnt, wenn ihr da lange stehen und warten könnt, ist wirklich ein super wichtiges Thema für eure Prüfungsfahrt. Ich würde sogar fast schon sagen, dass das bei der Prüfungsfahrt mit das Wichtigste ist. Und glaubt mir, die meisten Schüler wissen gar nicht, wovon ich rede. Aber das ganze Zeitthema bespreche ich ausführlich in diesem Video mit dem Reden. Zieht euch das Video sowieso rein, wenn ihr Prüfung habt, weil da sind noch viele andere Sachen, die mega wichtig sind. Verlinkt habe ich euch das Video am Anfang ja schon. Dann fahren wir nächste Ampel rechts wieder. Genau, also das ist ein bisschen komisch, weil normal, wenn ich da komme, muss ich voll aufpassen, aber sobald ich sehe, die Ampel von denen ist rot, dann mache ich zwar Schulterblick und ich passe auf, aber ich kann fahren. Nächste Straße rechts. Und du musst ein bisschen aufpassen, merkst du das? Ja. Ist zwar jetzt nicht so schlimm, aber ist unnötig. Weißt du, wie ich meine? Ja. So ein bisschen.
besser links wieder. Mhm. So, dann parken mal eben bei dem weißen Auto. Dann haben wir das schon mal fertig. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Schüler soll wieder rechts beim weißen Auto am Fahrbahnrand rückwärts einparken. Also das Auto steht, was aber sehr komisch ist. Ich frage mich gerade, wieso man so Probleme hat. Ja, das Komische hier, der Schüler stand relativ gut. Er hätte eigentlich nur ein bisschen geradeaus weiter näher an das Auto ranfahren müssen. Aber anstatt gerade vorzufahren, ist er ein bisschen nach rechts gefahren an den Bordstein ran. Was dann aber meistens gar keine gute Idee ist, weil man nicht sieht, wie nah man am Bordstein fährt. Sieht man eigentlich, wenn du da guckst und der Spiegel ist unten, da kannst du das relativ gut sehen, wann das Auto gerade ist wohl. Auf jeden Fall musst du gerade stehen. Ja. Zumindest ein bisschen. Ja, wenn man ein bisschen schief steht, macht das nichts, aber wenn das zu schief ist, dann wird der Prüfer natürlich sagen, dass das zu schief ist. So, fahr mal weiter. Trotzdem muss man hier sagen, dass er das Parken wieder mal super hinbekommen hat. So, und dann fahr mal links wieder. Kleine Straße. Ja.
Und da hier die ganzen Rechts- zur Linksstraßen mega eng sind, hat er das auch richtig gut hinbekommen. Aber bei diesen Rechts zur Links muss man schon sagen, dass da so einige Schüler echt Probleme bekommen hätten, glaube ich. Und dann fahren wir Ampel wieder links am besten. Links, ja. Das ist nicht gut. Nee. Weil. Ja, ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ja, aber guck mal, was. Ich gehe da jetzt hier ein bisschen drauf ein und erkläre dem Schüler, dass wenn wir da eine Ampelkreuzung haben und grün haben, er sich am besten nur auf den entgegenkommenden Verkehr konzentrieren kann. Und die Radfahrer und Fußgänger selbstverständlich. Also fahre ich da einfach raus und biege links ab. Ich muss da aber nicht. Schüler haben dann häufig das Problem, dass sie sich auch noch auf die linke und rechte Seite konzentrieren, obwohl der Querverkehr natürlich rot hat. Und ich glaube, viele vergessen auch noch hier, dass die Fußgänger und Radfahrer halt auch rot haben. Und dann guckt man halt lieber nochmal zur Sicherheit, ne? Aber ich würde echt versuchen, mich ausschließlich hier auf den entgegenkommenden Verkehr zu konzentrieren, weil damit hat man in der Regel genug mit zu tun. Nur weil es komisch ist. So. So, und dann Ampel gleich wieder links am Ende. Mhm. Hier haben wir jetzt nochmal dieses zweispurige Abbiegen, was wir vorhin schon mal hatten. Nur hier hat man es dann ein wenig leichter, weil wir hier in der Kurve Linien haben. Und deswegen ist es dieses Mal für den Fahrschüler auch gar kein Thema. So, und fahren wir nächste Straße links. So, dann fahren wir rechts die kleine Straße. Hier? Mhm. Vor der Ampel, genau. Aber sonst hilft der Prüfer dir und sagt extra an der Ampel links oder rechts. Okay. Dann weißt du bei der Ampel. Genau, der Prüfer würde euch in diesem Fall genau Bescheid sagen, ob der an der Ampel rechts will oder vor der Ampel rechts möchte. Und das Gute ist, wenn ihr euch nicht sicher seid oder irgendwas nicht verstanden haben solltet, ihr dürft in der Prüfungsfahrt immer nachfragen.
und dann fahr mal wieder rechts gleich. So, und dann fahren wir nächste Ampel wieder links. So, passt mal auf. Ich glaube, diesen Radfahrer hier vorne, den hat der Fahrschüler auf jeden Fall gesehen. Oh, die Sonne blendet voll. So, stellt sich jetzt nur noch die Frage, hat er dieses Auto hier hinten auch gesehen? Weil ihr seht selber, wie tief eklig die Sonne hier steht. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Ich habe extra lange gewartet. Fahr mal. Ja, damit meine ich habe extra lange mit Bremsen gewartet, weil ich echt abgewartet habe, ob er im letzten Moment selber noch bremst. Weil viele Schüler kommen mir damit, ja, ich hätte ja jetzt gebremst. Ne, weil guck mal. Weil an diesem Beispiel könnt ihr das super sehen. Wenn euer Fahrlehrer eingreifen muss, dann seid ihr schon dreimal zu spät. Okay, Fahrrad kommt. So, und dann hast du auch gebremst und wolltest das durchlassen. Aber dann war das Fahrrad weg und selbst wenn du ein bisschen reingehst, geht nicht wegen ihm. Weil wenn du schon ein bisschen drinne bist, dann kann er nicht abbiegen. Weißt du, wie ich meine? Also muss man aufpassen, dass man nicht zu weit fährt, sondern man muss rechtzeitig eben stehen bleiben. Fahren wir gleich nächste wieder links Richtung Lingen. Links? Mhm. Und dann wieder links am Ende. Und guck mal, Darf ich hier ne? links fahren? Pass auf, ja, sowieso, natürlich, sonst wird der Prüfer dir das gar nicht sagen. Okay. Aber was ein bisschen Problem ist, man steht hier so dass kein Auto rechts fahren könnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne, weil ganz ehrlich, du kommst hier angefahren und du kannst dich viel schöner links halt an dieser Insel halten. Achtet da ein bisschen drauf, dass ihr euch da einsortiert, wo ihr hin möchtet. Gerade wenn dort so viel Platz vorhanden ist. Um den Gegenverkehr müsst ihr euch hier keine Sorgen machen, wie ihr seht. Weil dann kann noch einer neben dir so. Aber natürlich, man kann immer links fahren. Sonst wird der Prüfer dir das gar nicht erst sagen, weißt du, wenn du nicht dürftest. Brems mal hin. Ja. Und guck mal,
Hier erkläre ich dem Schüler, dass wenn er auf eine Straße rausfährt, gerade da, wo höhere Geschwindigkeiten gefahren werden, also 100 oder 70, dass er unbedingt darauf achten soll, sofort in die Spiegel zu schauen. Weil einige Schüler fahren dort echt raus und beobachten so komplett überhaupt gar nicht die Spiegel. Und dann würde ich ja überhaupt nicht sehen, wenn dann ein schnelles Auto hinter mir angefahren kommt. Vor allem müsst ihr bedenken, wenn ich da rausfahre, bin ich ja noch nicht auf Tempo 100. Und in der Regel braucht ihr auch ein bisschen, um auf Tempo zu kommen. Also denkt immer an die Spiegelbeobachtung, wenn ihr irgendwo rausgefahren seid. Verstehst du? Weil vorne ist gar nicht so wichtig. Ich will wissen, wer von hinten kommt. Weil die ja meistens auch sehr schnell sind. Ein bisschen bremsen. Ja. So, fahren wir nächste Ausfahrt wieder raus, rechts. So, und dann fahren wir am Ende rechts wieder. Und guck mal, hier ist dasselbe Problem, dass keiner neben dir steht. Hier haben wir dasselbe wie gerade eben, weil Und das hier geht oben eigentlich. ist so viel Platz, dass theoretisch auch einer neben uns stehen könnte. So, dann fahren wir Ampel Das mit dem links Stoppschild weiter. hat er aber perfekt richtig gemacht. Und man muss auch sagen, wegen dem Einordnen fallt ihr natürlich nicht durch. Aber wir müssen nicht zum TÜV, sondern weiter gerade. Hier habt ihr wieder dasselbe wie am Anfang des Videos, dass der Schüler eine Doppelansage bekommt. Also kann er sich im Vorfeld schon überlegen, welchen Fahrstreifen er besser nehmen kann. Fahren wir rechts besser wieder. Dann fahren wir rechts die nächste Straße wieder. So, und dann wieder rechts die kleine. Hier hat die Kamera kurz einen kleinen 10-Sekunden-Schnitt gemacht. Sorry. Und fahren mal links wieder.
So, bleib mal hier im Stehen und fahr mal rückwärts in die Ecke. Einmal. Ne, hier So, hier kommen wir zu der Grundfahraufgabe rückwärts um die Ecke fahren, wie ihr mitbekommen habt. So, das sieht wie immer bei ihm alles ganz gut aus. Aber damit ihr versteht, was man da genau machen muss, zeige ich euch das mal ganz kurz. So, zunächst müsst ihr einfach rechts am Straßenrand hinter einer Straße am Bordstein anhalten. Dies wird der Prüfer aber vorher immer ansagen. So, und dann müsst ihr eigentlich ganz simpel rückwärts rechts in die Straße reinfahren. Anschließend muss euer Auto so in der Straße drin stehen, dass man ca. 5 Meter ab Bordsteinkante in der Straße drin steht. Und merkt euch hier, 5 Meter entspricht ungefähr eine Autolänge. Euer Auto darf nicht weiter als maximal 30 cm rechts vom Bordstein entfernt stehen. Und das Auto sollte wie immer relativ gerade zum Bordstein stehen. So, ich hau aber nochmal eben ein paar wichtige Infos raus, die euch mit Sicherheit helfen werden. Also spitzt die Ohren. Ihr habt alle Zeit der Welt, also fahrt langsam rückwärts. Denkt daran, beim Rückwärtsfahren immer nach hinten gucken, also Kopf drehen. Nicht zu nah am Bordstein fahren, immer besser mehr Platz lassen. Der Grund hierfür, ihr dürft auch hier immer 2- bis 3-mal korrigieren. Besser beim Langsamfahren lenken und nicht im Stand. Die Beobachtung ist hier extrem wichtig, besonders der rechte Außenspiegel. Stellt ihn euch am besten perfekt ein, dass ihr nach unten an die Bordsteinkante gucken könnt. Ja, fahr mal weiter und dann wieder rechts. So, was hier aber noch extrem wichtig ist beim Rückwärts um die Ecke fahren und was viele Schüler vergessen, nämlich das richtige Anfahren vom Rand der Straße. Also denkt daran, dass ihr niemals anfahrt, ohne vorher in die Spiegel zu gucken, zu blinken und einen Schulterblick zu machen. Und das zählt natürlich nicht nur beim Rückwärts um die Ecke fahren, aber hier wird es super gerne von den Schülern vergessen. Also rückwärts um die Ecke fahren hat er super gemacht. Und eigentlich sind wir auch schon am Ende der Prüfungsfahrt angelangt. Und gerade noch rückwärts um die Ecke gefahren und jetzt schon Prüfungsende, wa? So, ihr habt auf jeden Fall selber gesehen, der Schüler wäre hier und da 2, 3, 4 Mal direkt durchgefallen leider. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn er jetzt morgen, übermorgen Prüfung hat, würde ich mir auch eigentlich keine Gedanken machen. Weil ich weiß eigentlich, das sind alles Sachen, die er kann. Und ich weiß auch, dass das, wenn er sich zusammenreißt und sich konzentriert, dann kriegt er das auf jeden Fall hin. Obwohl eigentlich kann ich euch ja sagen, dass der Schüler mittlerweile seine Prüfungsfahrt natürlich bestanden hat. Da er die ganze Fahrt über Selbstgespräche geführt hat und mit sich selbst geredet hat, hat er das auch geschafft, sich zu konzentrieren. Also kann ich euch nur nochmal wärmstens ans Herz legen, guckt euch dieses Redevideo an. Es macht wirklich den Unterschied, glaubt mir. Am Ende werdet ihr es mir danken. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kann sich vielleicht für seine Fahrstunde oder besser für seine Prüfungsfahrt irgendwas Wichtiges mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Ist für euch wirklich nur eine Minute Arbeit und bedeutet mir super viel. Abonniert kostenfrei den Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Wir sehen bzw. hören uns im nächsten Video. Macht es gut. Geht es bis dann.